Herzlich willkommen zu einem Let's Play, und zwar The Walking Dead. Wie in einigen Folgen schon so am Rande erwähnt, die vielleicht inzwischen auch online sein dürften, habe ich erwähnt, dass ich ein mehr oder weniger Let's Play mit meiner Schwester machen werde, zumindest als Kommentator. Hallo! Genau, Walking Dead. Eigentlich wollten wir erst Walking Dead 2 machen, aber wäre halt blöd, wenn man nur 2 auf dem Kanal hat und 1 nicht. Dass wir Teil 1 gespielt haben, ist inzwischen, wir haben nachgeguckt, fast ein Jahr her. Ziemlich genau. Ziemlich genau, zumindest die letzte Episode von Teil 1. Ja, wir haben, glaube ich, am 11. oder so, nee. 27. Juli oder so stand da, glaube ich. Ja, war die letzte, die erste war irgendwie am 13. oder so. Na egal. Ist ja auf jeden Fall egal. Ist schon, wie gesagt, etwas länger her. Wir werden manche Entscheidungen halt schon mehr oder weniger kennen. Wir versuchen nicht zu spoilern. Wir sagen nichts. Wie ihr seht, spiele ich mit Controller. Genau, wir werden den Spielstand auf jeden Fall importieren in den Teil 2, weil ja einige Entscheidungen darauf Einfluss haben werden. Oh, was kommt noch dazu? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Selbst wenn, dann können wir das auch noch später sagen. Ich glaube, wir legen einfach mal los. Ja, das ist das Einfachste. Nein, wir fangen. Wir können auch bei Episode 5 starten. Deaktiviert Tipps und Tipps. Die Tipps will ich schon mitnehmen. Ja, Standard. Das ist ja schon ein bisschen länger, ja? Episode 1. Ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Oh, schon hat sich das Ding auf Controller umgestellt. Spielt das wirklich eine Rolle? Du weißt mal. Warum sagst du das? Ja. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Schweigen ist eine legitime Option. Ja. Every time? Every time. Ah genau, was ihr jetzt mitgekriegt habt, das Spiel ist auch englische Vertonung. Es gibt nicht mehr als deutsche Untertitel. Aber ich denke, das sollte durchaus reichen. Schau dich doch mal um. Ich muss jetzt mal rechts. Wir scheinen auf dem Highway raus aus einer Großstadt zu sein. I followed your case a little bit, you being a Macon boy and all. Stammt der dann auch aus Macon? You're from Macon, then? Yep, came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Also I Atlanta. always wanted to work a murder case, like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Be advised, medical personnel en route to Hartsfield, various 10 to 20 coming in. Das ist eigentlich ganz sympathisch. Ja, an sich ist ein netter I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Ja, warum Habe nicht? ich denn eine Wahl? Ja, Stimmt doch. ja, wahrscheinlich nicht, aber... Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman.
wäre schon möglich. Was eine Antwort? Kann ich gerade irgendwas sagen? Any of that seem important to you? All of it. That box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Radio anschauen. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Also er schafft sich echt angepisst, wenn dir einer die Ohren Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Da fällt dir nichts mit so ein. Well, blabbermouth, let me tell you something. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. What's out? This other time... Wäre richtig auch schön, wenn das Adventurespiel Highway läuft. Oder bei einer Hauptstraße, Schnellstraße, Autobahn, was auch immer. So möchte man aufwachen. So möchte man. Nein, eigentlich nicht. Oh, shit. Thirsty. Ja. Ah, Durst ist das Erste, was ihm einfällt. Ne? Wunde am Bein, Hände gefesselt, aber ich bin durstig. Ich glaube nicht, dass man da so viel wirklich denkt. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! So, Scheint ihn nicht so zu tankieren. da liegt why eigentlich. the hell did he have his gun out? Ja, warum hat er die Waffe draußen? So, kann ich mich noch weiter umgucken? Wie wäre es mit der Türklinke? Kann man die irgendwie sehen vom Wagen oder so? Türklinke? Ist doch. Ich kann noch weiter. Ja, das sieht doch so aus, als würden wir das vorher machen. I need to drag myself out that window. Ich ziehe mich durchs Fenster. Das war aber eine schlechte Übersetzung. Oder? Ach, ich kann mich mit dem linken Stick jetzt schon in die Richtung bewegen. Aha. Echt schon ein bisschen länger. Und damals haben wir es nicht mit Controller gespielt. Ja, ein bisschen was Neues muss auch sein. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischendurch so episch fehlen oder so. Macht das Ganze nur unterhaltsamer. Keine Sorge. Ja, auf jeden Fall. Genau, mit linken Stick. Also ich hätte mich nicht so mutwillig aus dem Auto getraut. Ich hätte erstmal versucht, dem das... Ich weiß nicht, was willst du denn machen, wenn du die Hände gefesselt hast? Du kannst dich nicht bewegen, hast eine Wunde. nach dem Telefon im Auto gesucht. Kann ich mir die Waffen nicht Looks empty. Das hat so widerlich geknackt. It'll be Yeah. easier to carry with these cuffs off. Wohl wahr. Okay, das da liegt eine Patrone. Jetzt. Aua. Oh, das ist echt widerlich. Was heißt widerlich? Ja, wenn das so knackt, ist das bei dir normal? Nein, das ist bei mir nicht normal. Wäre schön, wenn das normal war. Ja.
Looks empty. Nimm mir jetzt eine Patrone, du. It'll be easier to carry with these cuffs off. Okay. Ich glaube, er will dir sagen, du musst erst. Ja, ich glaube, er will mir echt sagen, ich soll erst handstellen. Echt? Nee. Ja, komm, mach Officer? einfach. Ich glaube, du musst näher ran. Nee, mehr als näher. God Nicht. damn. Okay. Jetzt geht nicht mehr als näher. Kannst du nicht erst 3 Meter weggehen, bevor du das machst? Nee, das bin ja nicht ich, oder? Aber man weiß genau, dass es ein Zombie-Spiel ist, ne? Aber. Ja, wohin wohl? Da rein. Officer? Holy shit! Aber weg, Mann. Warte. Gewehr. Get away from me! Gewehr, der macht so den Marines, ne? It. Where are you? Don't make me do this! Ja, gar nicht schlecht. Alter. I didn't do it. Na, jetzt hat er was getan. Aber das will ich sagen, fällt unter Selbstverteidigung. Ja. His skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is this? Help! Go get someone! There's been a shooting! Das klingt gar nicht gut. Kannst du dich bewegen? Nee, gerade nicht. Ah! Wir haben Besuch. Ja, das ist so lange. Ball. Ja, genau. Gerade so. Das klingelt, ne? Glockenspiel, glaube ich. Weißt du, was auch immer ein Haustüren ist? So Wind. Wie auch immer man sie Ich weiß nicht, nennt. wie man die nennt, aber das ist es. Hello? Ja, Anybody? erst mal schreien. Ja. Auch ein Modell. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. Erstmal Alkohol auf den Schreck, ne? No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Help! No ladder. I'm not getting up there anyway. This leg the way it is. Doch. Anybody up there? Ins Haus wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. I wonder if anybody's home. Maybe I should just check inside the house through the glass door before wandering out into the neighborhood. Yep. Somebody! So will ich's auch Yell if you can hear me! Erstmal. Ich glaube, du bist am glücklichsten, wenn du dich selber vergräbst. Vergraben. Ich glaube, so ein Bunker oder so ist gar nicht schlecht. Hello? Anybody home?
I need a little help. Ich nehme an, rechte Option ist Spiel, ja. Coming in. Don't shoot, okay? Ah! Hello? I'm not an intruder. Or one of them. Das sieht irgendwie... These people might need more help than I do. Ja, das ist ja nicht This nur could nach be kaputt. true, ja. Bein raus. Was ist denn hier? Oh, Einhorn, Teeservice. offensichtlich ein Kind. Mädchen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, dass ein Junge Einhörner zeichnet. It's fake. Damn. Ich glaube, da sind Nachrichten auf mal Antwort. Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon den Anrufbeantworter abhören sollen. Erstmal bitte umgucken. Kindergemäld. God. That kid lived here. Clementine, hast du gesehen? Ja, Clementine. Clementine. Oh, Cable's out. kein Kabelfernsehen. Ja, das ist die Hauptsache. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. This whole neighborhood is deserted. What the hell? Auf zu What's that piepen. beeping? Beantworter ist ja gut. Oh Gott, noch in die Küche. Jesus. Fail number one. Oder jetzt guckst du extra noch an, aber trotzdem einmal drüber laufen. Ist aber schuld, er verdient, dass er ausgequatscht ist. The Marsh House. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, ein Walkie-Talkie. Einstecken. Klar, das war doch schon in unserem Inventar allerdings. Darauf habe ich nicht geguckt. Muss ich There are 3 new messages. There are 3 new messages. Was Halt sind da die drin? Fresse. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Gucken lohnt. Was ist das? Okay, nichts Wichtiges. Becher Wasser. Warst doch thirsty, oder? Ich muss sagen, von so richtigem Wasser werde ich nicht weniger durstig. Meistens. Wenn ich so Wasser trinke, irgendwie. Nimmst du gleich den Schnaps oder was? Kein Schnaps. Ich weiß, aber... Schnaps. Das ist komplett kontraproduktiv. 3 new messages. Eistee oder so. ist immer Message gut. 1, left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11:19 p.m. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. We love you. Das hört sich nicht gut an. Wo ist der Babysitter? Vielleicht wird Clementine schon abgehauen. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Bist du okay? Erstmal fragen, Who wer is das this? I'm Clementine. This is my house. Klingt doch Hi, nicht mehr. Clementine.
I'm Lee. Ja, was soll ich wissen? You're not my daddy. No, I'm not. Wie alt bist du? Das mit den Eltern sollten How wissen. old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Ja, nicht, wo sind deine Eltern? Will ich gar nicht schweigen? Schweigen. Hello? Did they get you? I'm sorry. I'm here. Ja, muss ich das jetzt fragen? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Jetzt gehst du Where da the vorbei, boats are? oder wie? Der hat gelernt. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Gib mir Mühe. Hi. Ja. Yummy. Sehr gut. Das ist Voldemort, siehst du? Man. Alter. Hi there. Did you kill it? Ja. Yes. It's okay. I think she was a monster. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? Oh, ab hier, wenn die Sonne untergeht. So. Wenn die Sonne untergeht? Nein, suche für bevor es dunkel wird. Bevor. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Oh, knuffig. Ja, ne? Ich finde die Kleine echt süß. Ja, selbst in solchen Situationen ist es nicht einfach, glaube ich, das Haus einfach mal zurückzulassen. Ich weiß nicht. Ist natürlich jetzt unwahrscheinlich, dass eine Zombie-Apokalypse oder sowas kommt, aber ich weiß nicht, ob man so eben mal einfach von zu Hause weggeht dann. Da wäre Ich glaube, ich hätte mich erst um das Bein gekümmert. Ja, aber vielleicht gab es auch nichts im Haus. Also wir haben jetzt auch nichts gefunden, ne? Ja, wir haben die Küche durchsucht. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot this night. Regen kann ich nicht mitgehen. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ja, ich werde es nicht I won't leave you alone.
Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Direkt hart ins Gesicht zu sagen, dass ihre Eltern nicht nach Hause kommen werden. Das weißt du ja nicht. So gesehen. Hey, man! Aber nach dem, was Holy shit! auf dem Anruf Don't eat us! hat. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. What's the matter? Babe. Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Ey. Irgendein Typ. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? The monster's coming. Vierstellige Haus. Lee, quick, let's go. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Ich weiß gar nicht, haben wir den Mord eigentlich begangen oder nicht? Zumindest soweit jetzt. We'll see. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Sein einziges Problem ist seine Mama. So ein kleines Persönchen. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Ja, der Junge ist die Your Beste. boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Aye, aye, sir. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Das könnte schon mal ganz kritisch. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? Gar nichts gesagt, aber ich will noch nicht. Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel kennt vielleicht da. How'd this happen? Autounfall. Jo. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Aus Atlanta. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with?
The girl? Policeman. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Ja, Der der Sohn Sohn hat hat recht. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it Viel is. zu wenig Zeit. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. In der Scheune schlafen. Gar nicht so ungemütlich. It smells like... Okay. Scheiße. Shit. I'm sorry. I shouldn't talk like that. That was a swear. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Ich muss sagen, ich habe die Karte nicht im Kopf. Savannah, Atlanta. Dürfte aber trotzdem ein Stück sein. No, nicht ein Stück. Das ist psychisch auch ein bisschen, ne? Hey, get up. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. But he makes up for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Ja, warum nicht, ne? Ich werde doch Mädchen fragen. We'll tag along. It's a plan, then. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Vielleicht können wir Clem ja noch nachträglich fragen. Ja, können wir wahrscheinlich.
So, aber bevor es weitergeht, ist die Folge auch schon gut wieder rum. Oh, das auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.